Wir hauchen unserem kleinen Bahnhof mit vielen liebevollen, teils selbstgemachten Details neues Leben ein. Grüß euch zu einem Bauvideo der MOBA-Manufaktur. Ein Güterschuppen oder Magazin, wie wir es in Österreich zum Teil nennen, ist nicht mehr zeitgemäß. Diese wurden auch beim großen Vorbild meist schon abgerissen. So haben auch wir uns dagegen entschieden. Entfernt wird er vorsichtig per Stechbeitel. Auch wollte ich, so gut es neben den bereits fertigen Schüttbahnsteigen noch geht, ein paar Kabelkanäle oder auch Seilzugkanäle haben. Ich setze diese, ohne dabei viel Hintergrundwissen zu haben, wie und wo diese verlaufen müssten. Für mich eine rein optische Angelegenheit. Verwendet werden fertige Produkte, die verklebt und etwas gealtert werden. Bei den Grenzzeichen orientiere ich mich sehr wohl am Vorbild. Gezeigt wird ein Bild am Bahnhof Mattighofen, noch bevor dieser vor 2 Jahren modernisiert wurde. Aus Holzstäbchen werden die Grenzzeichen zugeschnitten, per Skalpell abgerundet und bekommen mit Acrylfarbe die markante Schwarz-Weiß-Optik. Hier werden noch fehlende Schwellen ergänzt und 2 falsche Löcher für Signale ganz einfach mit Heißkleber wieder verschlossen. Beim Nachschottern kommt ein Materialmix aus Bahnschotter, gesiebtem Sand und gesiebter Erde zum Einsatz. Der Bahnschotter sollte eigentlich der gleiche sein, jedoch sieht man optisch einen altersbedingten Unterschied. Die Materialien werden aufgestreut, per Löffel und Pinsel verteilt und mit Wasser-Leim-Gemisch gefestigt. Da wo wir vorher noch den Güterschuppen abgerissen haben, soll später mal ein Parkplatz oder eine Bushaltestelle entstehen. Dazu brauchen wir noch eine Abgrenzung zum Schüttbahnsteig, welche als Betonwand verwirklicht wird. Dicker Karton, zugeschnitten, verklebt, mit Betonfarbe bemalt und mit etwas dunklem Wash eingelassen. Das Gelände wird mit Fertigspachtelmasse angearbeitet und mit gesiebtem Sand ähnlich wie die Schüttbahnsteige bestreut.
Beim Begrünen nutze ich wieder allerlei Produkte aus dem Handel und mische diese möglichst wild und ohne großes Konzept zusammen. An so einem kleinen Bahnhof wird nicht viel gepflegt, weshalb es im Sommer durchaus etwas zugewachsen sein darf. Am Gleis 1 direkt vorm Bahnhof kommen sogar in die Gleiszwischenräume beige vertrocknete Gräser. Zu den ganzen Details zeige ich wieder Vorbildfotos, hier der Bahnhof Mauerkirchen, ebenfalls vor der Modernisierung. Sitzbänke, Übergänge, Schilder und so weiter habe ich soweit alles versucht nachzustellen. Teils mit gekauften Produkten, teils in Eigenanfertigung. Auch Figuren mussten her. Ganz so leer wie das Vorbild wollte ich meinen Bahnhof nicht haben. Den Übergang zum Bahnsteig habe ich aus Echtholz hergestellt. Eichenfurnier, Karton als Trägerplatte und Kunststoffpaketband als geriffelte Eisenaccessoires. Bemalt wurde dieser in Braun und Schwarz und per Skalpell wieder leicht gealtert. Die Fixierung in den Gleiszwischenräumen übernimmt doppelseitiges Klebeband. Man sollte hier etwas aufpassen, dass genügend Abstand fürs Rollmaterial bleibt. Hier zeige ich euch noch ganz schnell, wie ich ein Geländer mit Hilfe der Heißluftpistole in die gewünschte Form bringe. Am Bahnhofsgebäude etwas zu machen, ist leider ein wenig kompliziert. Von der gegenüberliegenden Anlagenseite kann man keine Details setzen, da die Oberleitung im Weg ist und die Arme zu kurz sind. Von der Hinterseite ist zwar alles schön greifbar, jedoch nicht gut einsehbar. Somit wende ich hier einen Spiegeltrick an. Und macht euch keine Sorgen, meine liebe Frau hat ihren Schminkspiegel danach auch wieder zurückbekommen. Und nun fügt sich alles zusammen. Ich positioniere die Sitzbänke, Mistkübel, Fahrkartenautomat, Schilder und natürlich die ganzen Maxal.
Diese warten entweder brav auf der Sitzbank und glotzen in ihr Handy, bis ihr Zug kommt, oder stehen wie die zwei Jugendlichen bereits am Bahnsteig, den sie eigentlich erst nach Stillstand des Zuges betreten dürften. So füllt sich der Bereich mehr und mehr mit Leben, ohne dabei überladen zu wirken. Ein wenig Fahrbetrieb bzw. eine gewisse Nebenbahnromantik darf natürlich auch nicht fehlen und hilft, das Neugebaute für euch in Szene zu setzen. Ich freue mich auf euren Kommentar, wie euch das Drumherum am Bahnhof nun gefällt. Auch würde mich interessieren, ob ich bis auf die Streukiste noch ein wichtiges Detail vergessen habe. Achtet hier mal auf den Stromabnehmer. Den habe ich vor 5 Sekunden ruiniert. Ach Mist, hey. Den Hintergrund habe ich auch noch nicht wieder aufgebaut, denn als nächstes Bauvideo plane ich den Bahnhofsvorplatz mit ein paar Reliefhäusern, Bushaltestelle, Parkplätze und so weiter. Unterstützt uns doch bitte und abonniert, liked, kommentiert und teilt, was das Zeug hält. Ist für euch kostenlos und für uns sehr wertvoll und wertschätzend. Ich sage Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.